Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, Montagmorgen, neue Woche, neues Glück. Wir schauen mal, was wir diese Woche so schaffen. Wie ihr sehen könnt, stehe ich gerade im Wohnzimmer. Ich möchte ja gleich die Fliesen das zweite Mal streichen. Und ja, dann können die erstmal aushärten. Dann kümmern wir uns eventuell noch um den Einbauschrank, dass der fertig kommt, den Fußboden und ja, alle solche Dinge, die noch anstehen. Draußen der Kürbis, der ist auch reif. Also da müssen wir noch die Hokkaido-Kürbisse ernten und die Kürbispflanze wegmachen und so weiter. Und ein bisschen Ordnung generell dort in dem Zwischenraum. Ja, das ist was, worauf ich mich jetzt freue. Ein neuer Start in die Woche. Und ja, die andere Sache, die nicht ganz so erfreulich ist, ist, dass die Spannungen im Rücken wiedergekommen sind. Es ist noch nicht so, dass es Schmerzen sind. Also ich würde es schon als Schmerzen bezeichnen, aber es ist aktuell einfach ein Spannungsgefühl, so wie es sonst halt auch da war. Und jetzt muss ich halt einfach schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt im Laufe der Woche. Das gehört ja eigentlich noch zum ganz normalen Prozess dazu. Das hat der Doktor beim letzten Mal schon gesagt und bei diesem Mal auch, dass ja erstmal die Betäubung wirkt. Die hätte ja theoretisch bis gestern Nachmittag, hätte die so langsam ihre Wirkung verloren. Das passt auch alles so zusammen. Jetzt dauert das 1-2 Tage, bis dann das Cortison wirkt. Also ja, es ist zwar wieder schlecht, aber ich bin trotzdem guter Dinge, denn dieses Mal ist es halt deutlich anders gewesen mit der Spritze und dieses Mal hat es ja wirklich richtig geholfen und deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es auch den ganz normalen Weg gehen wird, den es gehen soll. Also ja, habe ich mir jetzt gerade eben erstmal wieder eine Schmerztablette gegönnt und ja, die Katzen gefüttert und jetzt geht's so langsam los. Ja, Urlaub ist jetzt ja auch vorbei. Sarah muss heute wieder arbeiten, hat jetzt auch die ersten 3 Tage schon wieder volles Programm. Also ja, schauen wir mal, was wird, liebe Leute. Morgen kommen dann die Schwiegereltern, wahrscheinlich beide zusammen, wenn sich da nicht plantechnisch irgendwas ändert. Da werden wir noch Gardinen machen und etc. pp. Je nachdem können wir morgen dann auch schon mit dem Fliesenspiegel anfangen. Mal schauen, was wir da so an Priorität setzen. Auf jeden Fall wird es dann morgen auch wieder ein ganzes Stück vorangehen. Und ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, dabei zu sein, uns zu begleiten in dieser Woche. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Dinge auf dem Herzen habt, die ihr loswerden wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir schauen da immer mal wieder rein und reagieren dann auch bei Gelegenheit mal. Also wir müssen halt auch dazu sagen, durch das, was alles immer so im Background läuft, ist es nicht ganz so einfach, da regelmäßig sofort zu reagieren. Aber wenn wir uns dann mal hinsetzen und so, dann geht es auf jeden Fall los. Naja. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir starten dann mal in die neue Woche und ja, sehen wir mal, was dabei rumkommt. Also, bis später. So Leute, die letzte Paneele ist gestrichen und ihr werdet es kaum glauben. Ich glaube, man sieht es so ein bisschen, wenn ich es beim Schneiden drin gelassen habe. Die Farbe hat ganz genau gereicht. Also ich konnte noch mal einmal ein bisschen mit dem Pinsel durchgehen und hatte noch ein bisschen, was ich noch zusätzlich drauf gestrichen habe. Aber die hat einfach
einfach gerade so gereicht. Gott sei Dank, ey. Naja, gut. Das ist auf jeden Fall jetzt fertig. Und dann können wir uns jetzt gleich ganz gemütlich hier vorne mal dem Fußboden widmen. Ich habe jetzt auch die erste Sequenz mit dem Handy gefilmt. Ich muss die Kamera gleich noch holen, die lädt gerade noch. Und dann werden wir uns das hier mal zusammen angucken, dass wir das eventuell noch fertig bekommen. Ich werde das hier einmal durchlegen. Und wenn wir dann hier hinten angekommen sind, das Licht stört jetzt ein bisschen, dann seht ihr ja vielleicht so ein kleines bisschen, dass dort noch keine Fliesenkleberfuge ist. Das mache ich dann frisch in frisch, habe ich mir so gedacht. Praktisch ich tue den Fliesenkleber aufschmieren, lasse die Oberfläche ein bisschen anhärten. Das dauert ja meistens nicht so lange. Und dann lege ich direkt das Laminat drauf und dann mal schauen, wie ich dann den Übergang mache. Ich denke, dafür werden wir die Fliesen, die wir auch im Badezimmer an die Wand gemacht haben, benutzen für den Übergang. Ich denke, das passt hier am besten und das sieht dann auch schicki aus. Ja, dazu fehlen mir allerdings noch Übergänge, die ich hier unten noch brauche. Hier noch eine lange Schiene und da oben eine kurze. Da müssen wir dann auch noch mal los und dann noch mal schauen. Aber jetzt mache ich zuallererst einmal Frühstück und dann geht's weiter. Bis später. Ciao.
So Leute, erfolgreich Rasen gemäht und ja, erfolgreich hier auch den Fußboden, größtenteils. Die kleine Ecke fehlt noch und da fehlt noch eine kleine Ecke und natürlich noch das Aufbauzeug hier bei der Stufe. Ja, und dann ist der Fußboden hier auch soweit fertig und ja, morgen werden wir dann mal schauen, dass wir dann den Übergang hier machen mit Fliesen, dann schön. Dafür haben wir auch dann schon passende Übergänge. Die liegen hier. Die muss ich mir dann längentechnisch zurechtschneiden morgen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall schon wieder ein guter Schritt vorangekommen. Denn damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass das heute noch so weit fertig wird, dass da der Fußboden drin ist. Ich dachte, das würde ein bisschen länger dauern. Vor allen Dingen, weil ich ja auch dort eigentlich zuerst den Fliesenkleber machen wollte. Aber das war mir die ganze Zeit ein bisschen zu fummelig, weil ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel. Und du hast halt immer dort irgendwie eine mechanische Beanspruchung im Laminat. Und ja, da habe ich mir überlegt, Laminat direkt in den Fliesenkleber ist auch nicht das Wahre. Zieht dann halt Feuchtigkeit und könnte dann sein, dass es vielleicht ein bisschen aufquillt. Und das will man dann ja auch nicht. Ja, dementsprechend habe ich mich dann jetzt so entschieden, dass es ist ja nur, sage ich mal, ein 10 cm Streifen. Das heißt, dort zirkuliert genug Luft und alles, dass der Fliesenkleber vernünftig abbinden kann. Ich habe mich dann halt jetzt dafür entschieden, die Trittschalldämmung auf den Fliesenkleber zu legen. Habe den Fliesenkleber ein bisschen höher gelassen, habe dann das Laminat draufgelegt und habe es dann passend gedrückt und den Rest abgekratzt. So habe ich das jetzt im Prinzip gemacht. Und jetzt liegt es überall gleichmäßig auf. Es gibt keine mechanische Beanspruchung und das Ganze kann jetzt trocknen. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch mit den Badezimmerfliesen morgen dann den Keil hier dort legen und dann ja einschlemmen, oben und unten Übergangsleisten, dort eine Übergangsleiste, Scheuerleisten etc. pp. Und dann sind wir irgendwann auch mal durch hier mit dem Flur. Ja. Ja, ist gar nicht so relevant für den Elektriker, aber ja, es ist schon schön, dass es auf jeden Fall jetzt hier auch schon mal einen Fußboden gibt, weil man hat immer das Problem gehabt, wenn man hier durchläuft, dass man dann schon hier vorne immer so ein bisschen Dreck drin hatte, das hat man dann immer mit durchgeschleppt und ja, das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Einwandfrei. Nee, höchstens so wie der Blumentopf selber da, so ein bisschen mehr vielleicht. Ja, der Sockel unten, der ist, ich glaube 22, aber der war hier vorne 22. Da hinten wird er dann vielleicht 20 sein oder so. Das ist aber ein ägyptisches Bild. Das ist ägyptische Hieroglyphen und so. Ja. Ja, das sieht fantastisch aus. Aber das passt trotzdem. Also diese Säule dann dorthin, das sieht gut aus. Sarahs Badeoase hier. Stimmt, da oben ist der hier. Vom Asterix-Film hier. Wo kam das jetzt her? Das ist meine Tasche. Die so die Schlange oben am Kopf haben, weißt du? Nein, Perfekt, ja. Kann man da noch ein Etikett reinkleben? Ist wahrscheinlich schon mal beschriftet gewesen, ne? Geht nicht, muss ich diese Dinger zum Einfädeln erst mitbringen. Aber habe ich, glaube ich, Das ist doch einfach. Wollen wir bloß aufmachen und dann die. Ja, dann machen wir das, tun wir das gleich direkt beschriften. Ja. Und dann ja. Warte, Akkuschrauber habe ich hier. Wir haben doch solche Dinger, die man in diese Gardinenstangen reinzieht hier. Die so in den Ritzen reinkommen. Habe ich im Keller irgendwo, ne? Das kann sein. Das ist oben so eine Stange. Willst du über die gesamte Breite bloß Stor haben oder willst du auch zuziehen können? Das Bild ist noch da. Ist dort eine Schiene drin oder zwei? Ja. Na, dann wäre es gut, wenn wir in der Mitte, Zuziehen können. wenn wir außen Vorhänge haben, die wir zuziehen können noch zu. Also Denn einfach nur, wenn es wirklich mal ein Kinderzimmer wird, dann müsst ihr auch, dann das ein bisschen dunkel sein. Weißt du, wie ich meine, wenn das Kind schlafen will? Ja, genau. Es ist sowieso ein Rollo, aber wenn eh da ist, dann können wir es auch so machen, dass Ja. man es zuziehen kann. Ja, ich glaube, das ist Schraube, oder? noch. Ja, Übergardin ist wieder ein anderer Koffer. Aber Stor ist Baumgesicht liegt da hinten schon. Muss man gleich mal rankleben dann.
Und dann muss einer klingeln und du musst ein Mini-Video machen. Ja, ich mache ja schon Ja. gerade. Das Doppelpass nie genau. Das Holz ist noch zu gut. Ja, der Bit ist Geh mal zu nach einem klein. anderen Bett. Geht, sagt er. Ja, beschriften können wir es ja auch nachher noch. Vielleicht kann Sarah da so ein kleines Zettelchen auch ausdrucken. Titanic. Obwohl den Klingelton verwechselst du nicht mit der Küchenuhr. Aber ich werde mal die Tür zumachen, ob es trotzdem reicht. Hallo Leute, Dienstag, 16 Uhr. Ich bin leider nicht vorher dazu gekommen, in irgendeiner Weise was zu vloggen, da wir ja hier ganz viel Kram gemacht haben. Ich glaube, ich habe zwischendurch so 1, 2 Videos gemacht. Wir haben eine provisorische Klingel angebaut, ein Bild angebaut, Gardinen angebaut. Ich habe Rasenkanten geschnitten draußen in der Zeit. Und ja, wir haben viel ausgemessen. Wir haben was für die Küchenplanung gemacht, was wir jetzt mit den Hängeschränken machen, weil die noch ein bisschen eingekürzt werden müssen und so weiter und so fort. Ja, vorher bin ich jetzt leider absolut nicht dazu gekommen, das zu vloggen. Aber ich würde sagen, die Fliesen sind jetzt trocken, zweimal gestrichen und trocken. Und wir gucken jetzt mal zusammen, wie es aussieht. Ob wir tatsächlich Glück gehabt haben, dass die Schablonen gut gehalten haben oder ob es vielleicht nachträglich doch noch eine Katastrophe ist. Das werden wir jetzt herausfinden. Also ganz kräftig die Daumen drücken. Ja, liebe Leute, ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe jetzt mal aufgehört, denn ja, ich bin der Meinung, das ist alles andere als gut geworden. Ich meine, wir haben unser Bestes gegeben, all unseren Fleiß und all unser Geschick reingesetzt, aber es klappt einfach nicht richtig. Ihr seht es hier, die Farbe läuft trotzdem an manchen Stellen unter die Folie, die wir zum Abkleben benutzt haben, und man sieht es auch hier. Es sind immer nur so kleine Ecken oder auch manchmal so Fäden, die nach links und rechts rüber gehen, und das ist einfach ja, meiner Meinung nach nicht mehr rettbar. Sarah hat jetzt zwar ihr mal eine Fliese mit hochgenommen und versucht es mal sauber zu kratzen und so weiter und so fort. Denn ja, ich zeige euch mal hier diese erste Versuchsfliese von damals. Die war praktisch fast komplett grün und Sarah hat sie dann größtenteils sauber gekratzt. Ja, es ist jetzt halt nur die Frage, will man das mit diesen ganzen 700 Fliesen, hätte ich jetzt fast gemacht, nochmal komplett nacharbeiten? Das ist ja nochmal wieder so viel Arbeit, wie wir hatten überhaupt, um die Schablonen zu machen und ausschneiden und vorzubereiten und so weiter und so fort. Rutscht man einmal ab, hat man eine Macke drin und naja,
Oh Mann, ey. Ich muss sagen, wenn es sich noch in Grenzen halten würde, so wie hier bei dem Pilz zum Beispiel, da sieht man, hat das relativ gut funktioniert. Da ist oben nur so eine kleine Ecke und ansonsten ja, hier und da mal so ein ganz bisschen. Das kann man noch nacharbeiten, aber der andere Kram, puh, also da bin ich echt skeptisch. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dadurch, dass es halt eine Schablone ist, es sollte ja sowieso nochmal mit Lack versiegelt, also mit Klarlack nochmal versiegelt werden ursprünglich. Dann haben wir gedacht, wir brauchen es vielleicht nicht. Aber man merkt halt auch deutlich, dass eine Textur da ist, im negativen Sinne, so dass, wo halt sich sehr gut Schmutz anhaften kann und was wirklich gut dafür geeignet ist, ja, schwer sauber halten zu sein. Und deswegen muss man es vielleicht nochmal ohne Pigmente streichen. Dann wäre es natürlich wieder glatt und eben. Das wäre eine gute Idee. Aber wie gesagt, man muss diese ganzen Fliesen einmal komplett sauber kratzen. Und ja, warten wir mal ab, wie gut das jetzt klappt mit dem kleinen Probestück, was Sarah jetzt macht. Also Sarah hat jetzt so einen Keil praktisch mitgenommen und ihr seht ja selber, was dort an Arbeit investiert werden muss, um das halt dann noch sauber zu kriegen. Also ja, wir werden sehen. Die andere Fliese hat sie ursprünglich mit dem Dremel, mit den kleinen Schleifaufsätzen sauber gemacht. Aber da brauchte sie auch für die eine Fliese hier fast das gesamte Sortiment, was wir noch bei unserem Dremel dabei hatten. Plus zusätzlich nochmal, ja gut, das war jetzt ein relativ billiges Set, aber so ein Set halt mit ganz vielen Aufsätzen und so. Da dann musste sie halt alle von verbrauchen und das hat dann eine Fliese gerettet. Da ist dann halt die Frage, wie viele von den Dingern willst du hier verbrauchen, bis du alle Fliesen nachgearbeitet hast. Das ist natürlich auch alles andere als positiv. Mann, 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 Mann. Naja, wir werden das jetzt mal erstmal abwarten, wie gut Sarah damit zurechtkommt. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Oh Mann, oh Mann, okay, liebe Leute, haltet uns für verrückt, aber wir werden es machen. Also die Farbe lässt sich relativ gut bearbeiten, sowohl mit einem Cuttermesser als auch mit einem Skalpell. Und man sieht ja zum Beispiel hier jetzt mal, ja, von euch aus gesehen, die rechte Seite ist die Originalkante und diese Seite hier habe ich gerade mal mit dem Cuttermesser bekratzt, so ein bisschen, also nur die Fläche direkt hier vor meinem Finger. Und das hat ganz hervorragend funktioniert. Ist natürlich auch wieder eine Fleißarbeit, aber ja, die leichte Grünschleier, der danach bleibt, den kann man mit etwas Ethanol auf dem Lappen ganz gut anlösen und abputzen. Und ja, ich denke, wenn wir das jetzt, es ist absolut verrückt, das durchzuziehen, aber wenn wir es durchgezogen haben, dann werden wir das Ganze nochmal einmal mit einer pigmentfreien Klarlackschicht überziehen. Also im Prinzip dasselbe Zeug, nur halt ohne Pigmente. Dann werden die Kanten auf der Oberfläche halt auch weniger stark ausgeprägt sein. Das Ganze wird sich schön ein bisschen legen, bekommt nochmal eine glänzende Oberfläche. Und ich denke, das ist doch schon mal eine ganz gute Geschichte. Ja, ist aber trotzdem ein Riesenhaufen Arbeit. Und ja, morgen ist das Bewerbungsgespräch. Am Donnerstag kommt dann Schwiegervater, der will uns dann auch unterstützen. Mal schauen, wie weit wir kommen bis dahin. Ich möchte ja schon, ja, sage ich mal, ganz gerne ein Stück weit hinkommen diese Woche noch mit den Fliesen. Und ja, müssen wir dann mal schauen, wie sich das so insgesamt halt alles verhält. Ich hoffe, dass Fliesenkratzen, wir werden es jetzt nicht extra alles filmen. Also ihr habt jetzt gesehen, so ein bisschen Fliesenkratzen. Vielleicht tue ich nachher bei den letzten 2 Fliesen oder so nochmal die Kamera mitlaufen lassen. Aber ich denke, das wird so viele Stunden dauern, dass wir da nicht drüber reden brauchen, dass das zu viel Aufwand ist, das zusammenzuschneiden für viel zu wenig Mehrwert. Naja, ich hoffe nur, dass es diese Woche nicht nur bei diesem Content dann bleibt und wir noch ein bisschen was anderes schaffen. Ja, wie gesagt, morgen Bewerbungsgespräch. Da melde ich mich natürlich dann auch und halte euch auf dem Laufenden. Und alles, was sich sonst noch so ergibt, sehen wir dann. Also, bis später. Na, was machst denn du? Hm?
Da drehst du vollkommen durch, weil du gerade ein bisschen Katzenmilch bekommen hast. Ja. Die bespielen. Musst du eigentlich ein bisschen mit dir spielen. Guten Morgen. Ja, da sind wir auch schon wieder am Mittwoch angekommen. Wir haben gestern noch ein klein wenig weitergearbeitet an diesen Fliesen. Sarah hat zum Beispiel, wenn ihr euch erinnern könnt, diese Fliese hier sauber bekommen. Ich finde, ja, außer dass ab und zu hier noch so ein ganz bisschen so ein Grünschleier zu sehen ist, erkennt man gar nicht mehr, dass es ja mal die Fliese war von gestern, wenn ihr euch erinnern könnt. Und dementsprechend ja, sind wir guter Dinge. Wir werden das alles sauber machen und werden das Ganze dann ja, nochmal schön mit durchsichtigen Lack überziehen. Und ich denke, dann ist das ideal. Ja, naja, ich habe heute ein kleines bisschen länger geschlafen, denn ich habe ja gleich noch mein Bewerbungsgespräch und ja, ich wollte jetzt nicht zu früh aufstehen, damit ich mir zu früh um zu viele Dinge Gedanken mache und dementsprechend ist es jetzt um 7. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ich mache mich jetzt gleich mal ganz in Ruhe fertig. Tue mir noch einen Tee trinken oder so und dann ja, werde ich gleich mal entspannt dann dorthin fahren. Ja, Rückenschmerzen, also muss ich sagen, habe ich noch nicht wirklich wieder welche. Es ist ja seit 3 Tagen morgens dann so ein bisschen dieses Spannungsgefühl da, was vielleicht manche Leute, die schon mal einen Bandscheibenvorfall hatten, nachvollziehen können. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, geht es eigentlich. Also es beeinträchtigt mich nicht mehr und das ist schon mal ein riesiges positives Stück an der ganzen Geschichte. Ja. Jetzt muss es nur noch mit dem neuen Job klappen und dann geht bald alles wieder seine geregelten Bahnen. Ja. Flocke frisst gerade. Naja gut, liebe Leute, ich werde das jetzt mal erstmal erledigen und ich würde sagen, dann schauen wir mal nach dem Bewerbungsgespräch, was wir heute noch so angehen. Also ja, wahrscheinlich größtenteils Fliesen sauber machen, aber man braucht ja zwischendurch auch mal ein bisschen Abwechslung. Also bis später. So, liebe Leute, ich bin jetzt gerade wieder da. Das Bewerbungsgespräch ist ganz gut gelaufen. Ja, es gibt noch einen Haufen anderer Bewerber, wie ich gesehen habe. Also, wo ich dort ankam, saß dort noch jemand zum Warten. Es war jemand drin und wo ich rauskam, saßen auch schon wieder 2. Und die Termine sind ja noch, sage ich mal, ein bisschen koordiniert. Das bedeutet, ja, ich weiß nicht, in was für einem zeitlichen Rahmen die Leute sich dort bewegen. Dass ich auf jeden Fall mindestens mit 7 anderen Bewerbern zu rechnen habe. Und naja, wir werden mal sehen. Also 3 bis 4 Wochen Auto. Dann weiß ich mehr. Ich denke, wir werden auch ja, bei der anderen Stelle nochmal nachfragen, wie es dort aussieht. Und ich denke, ich werde mich auch ein bisschen weiter umsehen und nochmal einen Teil ja, Bewerbungen rausschicken oder so. Sicher ist sicher. So schnell wird sich da ja wahrscheinlich auch nichts ergeben. Und ja, wahrscheinlich in den nächsten 3 Wochen dann Bewerbungsgespräche. Es ist jetzt ja auch gerade die Zeit dafür. Ja, weil ich ja nach wie vor krankgeschrieben bin. Und ich denke, dann sollte man das auch nutzen. Muss ich natürlich ja, nochmal schauen, was alles noch von den Stellen da ist, auf die ich mich jetzt noch zusätzlich bewerben wollte. Ja, und da müsst ihr auf jeden Fall ganz doll die Daumen drücken, dass das geklappt hat und dass ich jetzt bestenfalls in 3, 4 Wochen eine Zusage bekomme und dass die Geschichte dann ja ein gutes Ende nimmt für mich, diese ganze Krankheitsgeschichte und alles. Ja, das weiß man halt eben auch nicht. Ne? Ach ja, bestes Wetter. Und ihr wisst ja, wir haben noch einen Haufen Fliesen abzukratzen. Das heißt, ja, ich werde wohl überwiegend den Teil da drinnen sitzen. Dabei möchte ich auch gerne draußen in der Sonne irgendwas machen. Aber natürlich geht der Fliesenspiegel jetzt vor. Und ich kann jetzt nicht die ganzen Fliesen alle mit rausnehmen und mich dort irgendwo hinsetzen. Ich habe das ja alles vorsortiert und das darf ja nicht durcheinander gebracht werden. Ansonsten ja, endet das nicht ganz so gut. Naja, gut, würde ich sagen, machen wir mal weiter und bis später.
So, guten Morgen und herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, es ist jetzt noch relativ früh, kurz nach 5. Ich bereite schon mal ein bisschen was vor. Schwiegervater kommt gleich. Wir werden heute die Fliesen noch weiter aufarbeiten. Ich kann euch ja schon mal noch wieder einen kleinen Zwischenstand geben. Sarah hat gestern noch eine Fliese sauber gemacht. Die muss noch ein bisschen, ihr seht noch ein bisschen Grünschleier. Muss ich gleich noch mit Alkohol abwischen. Aber ja, dann sind schon 3 von den großen Musterfliesen aufgearbeitet. Fehlen nur noch 3. Na, und dann natürlich eine halbe Million von denen hier. Da ist dann teilweise mehr Arbeit, teilweise weniger Arbeit. Müssen wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ja, du kleiner Räuber. Die Flocke schwegt hier wieder rum. Naja, auf jeden Fall liegt das heute so ein bisschen an. Mal schauen, ob ich das nachher einfach mal just for fun ein bisschen mitfilme. Ich hatte ja gesagt, normalerweise lohnt sich das nicht. Das ist ja mehr oder weniger immer dieselbe Tätigkeit, dieses Sauberkratzen. Aber ja, viel mehr passiert ja im Moment ja auch gar nicht. Naja, müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Ach Gott. So, ich werde jetzt erstmal einen Tee trinken. Ich habe auch alle Türen aufgemacht. Es ist im Moment wieder super warm. Habe ich hier Türen aufgemacht. Es ist zwar im Haus nicht wirklich so warm, außer oben dann teilweise, wenn man die Fenster tagsüber auflässt. Aber ja, draußen sind es jetzt, glaube ich, 11 Grad oder so. Und dann kann das hier einmal durchwehen, einmal schön abkühlen. Und dann mache ich nachher alles zu, so gegen 7, wenn die Temperaturen dann steigen. Heute werden es ja nochmal 28 Grad, glaube ich. Oder nee, heute müssten es eigentlich schon 30 werden und morgen werden es dann auch nochmal 30. Soweit ich gelesen habe Anfang der Woche, also viel weiter habe ich noch gar nicht geguckt. Ach ja, naja, dann wollen wir mal ein bisschen was starten und mal hoffen, dass wir diese Woche noch ein Stück weit kommen. Also bis später. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. So, liebe Leute, 15:30 Uhr. Klaus ist gerade gefahren. Wir haben jetzt zu zweit hier ungefähr 9 Stunden lang Fliesen gekratzt, ohne großartige Pausen. Also wie gesagt, nur eine Frühstückspause und eine Mittagspause, eine relativ kurze. Die habe ich jetzt schon abgezogen. Eigentlich wären es 9,5 Stunden. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Aber ja, 9 Stunden am Stück gesessen und einfach stupide die ganze Zeit die alte Farbe von den Fliesen abgekratzt. Ihr seht, es wird tadellos. Also ja, hier sieht man noch so ein bisschen die Ränder, aber das ist von dem Netz und von den Resten halt hinter der Fliese. Die Fliesen sind tadellos. Und ja, etwas mehr als die Hälfte. Tatsächlich. Also ja, 3/4 der Menge fehlen noch. Also gut, man könnte jetzt sagen,
ein ganzer Teil davon sind halbe Fliesen und so. Die zählen nicht als Ganzes. Also könnte man, wenn man die zusammenrechnet, vielleicht sagen, wir haben jetzt die Hälfte von dem, was wir jetzt geschafft haben, noch vor uns. Ja, wie gesagt, 15:30 Uhr. Ich überlege gerade, ich bräuchte auch gleich mal irgendwann mal ein bisschen Pause von dieser eintönigen, monotonen Arbeit. Aber wir wollen ja auch fertig werden. Morgen werde ich definitiv dann alleine weitermachen. Also da kommt Klaus nicht, weil wir ja am Samstag dort zum Geburtstag eingeladen sind und wir dementsprechend, oder die beiden dann dementsprechend dort noch alles vorbereiten wollen. Und ja, es ist ja auch generell auch bei den beiden einiges zu tun. Ja, das bedeutet, mal schauen. Also wenn ich das jetzt realistisch betrachte, werde ich mindestens noch mal 9 Stunden sitzen, denke ich. Also ja, mal schauen, wie es läuft. Ja, ich denke, ich werde jetzt gleich erstmal eine kleine Pause machen, vielleicht eine kleine Runde mal rausgehen und so. Einfach mal ein bisschen frische Luft schnappen, weil hier sind auch so ein bisschen die Dämpfe von dem Desinfektionsmittel hier, was wir nehmen, um die Farbe zu lösen. Also die Reste, die wir abgekratzt haben. Also die eigentliche Farbe löst sich nicht, sondern nur das verdünnte Grundzeug, was halt sich mit dem Kleber von der Folie vermischt hat und in die Ecken eingedrungen ist. Nur das lässt sich mit diesem Lösungsmittel natürlich auflösen. Der Rest ist stabil. Na, will ich mal hoffen, dass ich das heute und morgen noch hinkriege, dass das fertig ist. Und ja, heute will ich auf jeden Fall noch mal eine kleine Probefliese machen. Ich werde mir einfach irgendeine nehmen von den grünen, die hier unten noch von den alten Probestücken übrig geblieben sind. Oder ich nehme vielleicht sogar die erste Pilzfliese, die wir damals vorbereitet haben. Die werde ich einmal mit einem klein wenig Mischung glasieren sozusagen. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Also es könnte schlimmstenfalls ja sein, dass die Versiegelung nicht transparent ist, sondern matt und dass es dann einfach nicht aussieht. Und deshalb will ich das vorher mal testen. Ja. Nicht, dass wir jetzt alles mühsam hier abkratzen und dann machen wir die Versiegelung drauf und dann ist das nachher wie eine Milchglas-Plexiglasscheibe und du siehst gar nichts mehr vom Muster. Dann werden wir das definitiv nicht mit den anderen Fliesen machen. Also nur, wenn es halt wirklich nur noch mal eine glasierte Schicht ist, die das Ganze nochmal ein bisschen geschmeidiger macht zum Sauberhalten, weil man ja aktuell noch ziemlich diese Kanten drin hat, wo die Folie und die Farbe halt vorher getrennt gewesen sind. Das ist, wenn man drüber fühlt, so ein ganz kleiner, scharfer Grat. Und den wollen wir halt ein bisschen abrunden, indem wir einfach die ganze Fliese nochmal rüber glasieren. Ja. Ich hoffe, ich schaffe das noch, aber ja, Daumen drücken, es wird schon werden. Also bis später. So, ich habe jetzt mal einfach so eine alte Fliese hier von den ersten Versuchen, also so eine Fehlproduktion im Prinzip, einmal mit dem Epoxid-Harz-Farbengemisch bestrichen. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze gräulich. Ich denke, so betrachtet, dass es wahrscheinlich grau bleiben wird. Aber wir testen das jetzt mal aus und gucken mal, ob es sich jetzt in den nächsten 12 Stunden dann doch eventuell transparent wird. Wenn es transparent wird, dann können wir es nehmen, um die Fliesen nochmal zu streichen. So, ich habe jetzt nach einer ganz kleinen Pause nochmal 2 Stündchen weitergemacht. Es ist jetzt gleich 18:30 Uhr. Ich habe 8 kleine Fliesen und eine große Fliese noch sauber bekommen. Das heißt, auf dem Tisch hier neben mir fehlen jetzt noch 16 kleine Fliesen und eine große. Das werde ich dann morgen machen. Und dann ist natürlich auf dem Tisch hier auf der anderen Seite noch einiges zu tun. Aber für heute reicht's. Also ich habe jetzt bestimmt 12 Stunden, 11 Stunden, kann man sagen. 11 Stunden hier gesessen und Fliesen sauber gekratzt. Und irgendwann ist man auch einfach mal fertig vom Kopf und kann auch nicht mehr hier sitzen und diese monotone Arbeit machen. Dementsprechend ist jetzt Feierabend für heute und
Ja, mal schauen, wie weit wir morgen kommen. Habe ich euch heute überhaupt schon begrüßt? Naja, falls nicht, dann herzlich willkommen am Freitag. Wir haben jetzt 13:20 Uhr und ja, gerade Mittagessen durch. Wir sind den ganzen Vormittag unterwegs gewesen. Wir hatten einen Haufen Termine und ja, waren dann unter anderem auch noch in der Shopping Mall, hätte ich jetzt fast gesagt, im Einkaufszentrum und haben dort noch ein paar Kleinigkeiten erledigt. Ich habe mich heute Nachmittag noch mit einem Kumpel verabredet, den Matthias, den ihr auch kennt, aus einem der allerersten Vlogs. Ich glaube, Altstadtfest oder so ähnlich. Ja, mit dem bin ich dort unterwegs gewesen. Wir wollen jetzt gleich ab 3 Uhr ein klein wenig, ja, irgendwas zocken und das bereite ich gerade auch so nebenbei vor und ja, weiterhin habe ich dann noch ein paar interessante Stellen rausgesucht, auf die ich mich jetzt auch noch mal bewerben möchte. Das sind, ja, dazu vielleicht auch später mehr. Ich war schon telefonisch in Kontakt heute mit einigen dieser Bereiche und habe gefragt, ob die Stellenangebote noch aktuell sind. Das Ganze, ja, ich denke, werde ich dann heute Abend, nachdem Matthias und ich dann fertig sind, werde ich die Unterlagen alle nochmal aktualisieren und dann gehen die morgen zur Post. Ja. Der Vlog ist ja diese Woche gar nicht so interessant gewesen bislang, also es ist ja auch nicht wirklich viel passiert. Mal schauen, was die restlichen 2, 3 Tage noch, oder 2 Tage besser gesagt, 1,5 noch wird. Morgen sind wir auch hier nicht im Haus irgendwie am Werkeln, sondern morgen fahren wir zu den Schwiegereltern, dort Geburtstag feiern. Ich werde mal einfach schauen, ob wir da vielleicht mal so 1, 2 kleine Einblicke geben können. Und ja, auf dem Weg dahin generell wollten wir auch nochmal zum Baumarkt fahren und uns dort nochmal 1, 2 Sachen raussuchen, sage ich mal. Und ja, dann nehmen wir euch dann natürlich auch mit. Aber ja, dementsprechend so alles in allem ist dieser Vlog diese Woche natürlich auch wieder ein bisschen, ja, weniger contentreich, sage ich mal. Naja, gut, ich würde sagen, dann mache ich jetzt erstmal weiter und wir schauen dann einfach mal, was als nächstes passiert. Bis dann. Moin, Ciao. moin Leute, herzlich willkommen am Samstag. Ja, wir sind jetzt gerade aufgestanden, wir haben heute ein bisschen länger geschlafen und werden uns jetzt dementsprechend gleich so langsam fertig machen und dann ja, brechen wir, denke ich mal so gegen 9, halb 10 oder so brechen wir dann auf und ja, dann heißt es heute mal Geburtstag feiern und dementsprechend ja, mal schauen, was ich dann noch filmen kann. Na, ich wollte auf jeden Fall die Gelegenheit noch mal ganz kurz nutzen, um was anzukündigen. Und zwar wird der kommende Vlog, also der nächsten Sonntag kommt, der wird wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, der wird bestimmt deutlich kürzer ausfallen als die Vlogs vorher. Denn ja, beruflich hat sich jetzt noch eine Chance aufgetan. Also ja, ich warte ja im Prinzip auf die Rückmeldungen von den ganzen anderen Sachen, die gerade nebenbei laufen. Aber trotzdem hat sich jetzt nochmal eine Riesenchance aufgetan. Und ja, das ist schon eine Hausnummer, wenn das klappen sollte. Das ist aber allerdings auch nicht ganz ohne. Und da werde ich mich auch darauf vorbereiten müssen. Und das bedeutet, dass jetzt praktisch heute nochmal, weil wegen Geburtstag und so, ein freier Tag ist. Und die nächsten Tage bis einschließlich Donnerstag, wo dann der Termin ist, werde ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, nochmal breitumfänglich mein Wissen aufzufrischen, was diese ganzen, ja, was das ganze Fachwissen halt von der Meisterschule und so angeht. Und ja, dementsprechend werde ich da nicht filmen. Ich werde auch nicht viel anderes machen. Also die Arbeiten im Haus, die werden also in diesem Zeitraum auch ruhen, obwohl wir uns das eigentlich nicht erlauben können. Aber diese riesige Chance, die dürfen wir auf gar keinen Fall verspielen und dementsprechend muss das jetzt gemacht werden und dann muss halt alles andere ein bisschen weiter nach hinten anstehen. Ja, das wird auf jeden Fall klappen. Das ist also mit den Sachen, die wir dann danach gemanagt bekommen. Ob das jetzt mit der Stelle klappt, das wird sich dann am Donnerstag wahrscheinlich zeigen. Ja, ich würde auf jeden Fall in der Zeit nichts vloggen und Sarah vielleicht, weiß man nicht.
Und ja, dann eventuell, also dann geht es auf jeden Fall am Freitag dann wieder los und dann den Samstag noch. Also das ist dann auch nicht mehr so viel. Müssen wir mal schauen, was wir draus machen. Ich wollte euch auf jeden Fall schon mal vorwarnen, denn ja, das ist wirklich wichtig. Da muss ich mich jetzt reinknien und dementsprechend müssen dann halt leider alle anderen Hobbys mal hinten anstehen. Das nützt halt nichts. Naja. Gut, liebe Leute, ich werde mich jetzt mal unter die Dusche schmeißen und wir sehen uns dann vielleicht dann gleich irgendwann. Hoffe ich. Also bis dann, ciao. Puppi, bitte ein bisschen bescheuert. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, ich stehe schon in der Laube. Wir sind gerade heimgekommen und ja, jetzt werde ich mich gleich ranmachen, den Vlog zu schneiden. Dementsprechend bedeutet das natürlich, dass wir jetzt am Ende des Vlogs angekommen sind. Ja, für kommende Woche wisst ihr ja jetzt Bescheid. Der nächste Vlog wird praktisch nur den Freitag und den Samstag beinhalten. Und ja, der kann umfangreich werden, muss aber nicht unbedingt. Wie gesagt, ich muss mich jetzt die nächsten Tage auf das wichtige Gespräch vorbereiten, muss mir nochmal gewisse Dinge, die zwar meine Kompetenzen beinhalten, aber die jetzt nicht direkt im Arbeitsalltag drin sind, sage ich mal, nochmal sehr umfangreich auffrischen, sodass ich halt da auf jeden Fall punkten kann, weil da geht es um einiges und ich will ja auf jeden Fall, dass es klappt. Und ja, dementsprechend wird der nächste Vlog dann halt nur die beiden Tage beinhalten. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ja, wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo, wie auch immer, oder halt auch Kommentare. Da freuen wir uns halt auch immer drüber. Auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag reingucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt einfach auch die Gewohnheit, da wir ja eh nicht ganz so viel Interaktion unter den Videos haben. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer einen tollen Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn auch eventuell kurz, nächsten Sonntag wieder. Und dann gibt es auch ein Update und ich hoffe ein gutes. Also an den Zukunftschristian. Ich bin schon gespannt. Ja, seid also nächste Woche unbedingt wieder mit dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao.